Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe eine mega coole Challenge für dieses Jahr geplant. Und zwar war ich auf der Seite leadingwithquestions.com und habe eine 365 Fragen Challenge gefunden. Das Ganze verlinke ich euch natürlich unten, damit ihr das auch findet. Und jeden Monat gibt es quasi jeden Tag eine Frage. Es ist natürlich ein bisschen unpraktisch, jeden Tag ein winziges Video zu machen. Deswegen werde ich die Monate jeweils zusammenfassen. Und es gibt jeden Monat ein Video mit den entsprechenden Fragen von diesem Monat. Natürlich schwer zu erraten, fangen wir an mit Januar, weil es Januar ist, wie ihr eventuell schon gemerkt haben könntet. Und ich habe mir die hier ausgedruckt. Die sind auf Englisch, die Fragen. Also verzeiht mir, wenn meine Aussprache nicht die allerbeste ist. Ich werde es versuchen vorzulesen. Und ja, dann mal schauen, was sich dabei so ergibt. Ich habe die Fragen nicht vorher durchgelesen, also ich habe mir die nicht angeschaut oder so, sondern ich habe die wirklich nur rauskopiert und nicht durchgelesen und werde jetzt quasi selber das erste Mal damit konfrontiert. Habe auch in dem Moment keine Zeit mehr, irgendwelche Antworten bereitzulegen oder so, sondern ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach so, dass ich mir einfach die erste Antwort, die mir in den Kopf kommt, auch als Antwort gebe. Und ich würde sagen, da fangen wir an mit Januar. 31 Fragen. When was the last time you tried something new? Ja, also das erste Mal was Neues gemacht habe ich im Prinzip, ja, so richtig neu, als ich damals nach Spanien geflogen bin. Das mit dem Fliegen, weil das habe ich halt vorher noch nie gemacht. Who do you sometimes compare yourself to? Also mit wem, ja, vergleiche ich mich sozusagen. Das ist schwierig, weil ich mich mit einer Menge Menschen eigentlich vergleiche, nahezu mit allen Menschen um mich rum irgendwie. Weil ich immer versuche, wenn jemand besser ist wie ich, denke ich mir immer so, boah, warum kannst du das nicht so gut und hier und da. Also ich bin mir selber gegenüber meistens ziemlich kritisch eingestellt. Und ja, also im Prinzip kann man sagen, jeder. What's the most sensible thing you've ever heard someone say? Da muss ich zwei Sachen nennen. Zum einen natürlich Domi, klar. Als er halt gesagt hat, was ich ihm bedeute. Also ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, ich weiß nicht, was, ob er das möchte oder so. Aber kurz gesagt, ich habe halt mal zum einen gehört und zum anderen halt auch mal wie so ein Buch bekommen, wo halt ja eine Menge drin steht. Und das hat mich schon sehr berührt. Also ja, da waren die Freudentränen schon dann da. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Also er hat halt gesagt, was ich ihm bedeute und so hier und da. Und ja, genau. Das auf jeden Fall. Und dann noch, als meine Mutter mal gesagt hat, als ich so, ich sag mal, hilflos mit meinem Unfall damals rumgegammelt habe, weil ich nichts konnte, dass sie halt einfach immer für mich da ist und egal was passiert, dass ich sie halt immer anrufen kann. Und ich meine, ich wusste das natürlich auch vorhin, aber trotzdem ist es anders, das irgendwie nochmal so zu hören, so direkt. Und ja, das war schon schön, muss ich sagen. Und das ist so, ich bin ja eh so ein emotionaler Mensch, also ich muss mir da dann immer die eine oder andere Träne verdrücken und denke mir so, nein, das war ich nicht, oh Gott. Und ja, das ist schon sehr, sehr schön gewesen, muss ich sagen. What gets you excited about life? Ja, was begeistert mich im Leben? Im Prinzip eine Menge Dinge. Zum einen halt einfach die Herausforderung, immer wieder irgendwie mit den Situationen, die das Leben einfach vor die Füße schmeißt, so nach dem Motto hier, nicht wie geplant, mach was draus, da irgendwie auch immer wieder was draus zu machen tatsächlich und halt im Endeffekt nicht irgendwie, ja, komplett dran zu zerbrechen, sondern wirklich halt unterm Strich immer wieder irgendwie eine Lösung zu finden und so und weiterzumachen. Das ist so ein bisschen, wenn es dann klappt und vor allem, wenn dann halt auch ein Plan aufgeht, dann ist es einfach so, dass es mich halt schon, ja, begeistert. What life lesson did you learn the hard way? Was habe ich auf dem harten Weg gelernt? Sehr viel, würde ich sagen. Ich habe viele Dinge auf die harte Art und Weise gelernt. Was ich, glaube ich, am meisten bereue, was ich vielleicht hier reinschmeißen kann, so, ist, dass ich mal meine Kur, wo es ums Gewicht ging und sowas, da habe ich Schule vorangestellt, weil Schule eben von der breiten Masse wichtiger ist und anerkannter ist und oh mein Gott. Und ich hatte die Chance, 12 Wochen dort zu bleiben und ich bin nach 3 Wochen gegangen, weil die Schule eben wieder angefangen hat, ja. Und das bereue ich zutiefst. Manchmal muss man einfach, ja, andere Prioritäten setzen, weil das ganz krasse Folgen hat im Leben, ansonsten in die eine oder andere Richtung. Und ja, das habe ich bereut bis jetzt oder bereue es immer noch und das habe ich halt auf die harte Art und Weise gelernt.
What do you wish you spent more time doing 5 years ago? Sport. Definitiv Sport. Ich hätte mehr mit Sport, mehr mit Ernährung, mehr mit Karate vor allem, mit dem Reiten und so hätte ich mich mehr beschäftigt. Also das wäre schon wirklich schön gewesen. Ging halt leider nicht, weil ich ja keine Zeit hatte, Schule und so, ne? Aber ja, damit hätte ich schon sehr viel mehr Zeit verbracht gerne. Do you ask enough questions or do you settle for what you know? Ich stelle das Leben prinzipiell in Frage. Ich stelle eigentlich alles in Frage. Ich bin ein sehr zweifelnder Mensch. Also ich stelle auch immer meine eigene Existenz immer wieder in Frage. Für was bin ich eigentlich da? Warum denn überhaupt? Und was soll ich denn eigentlich hier? Und ja, also ich verbringe mit sowas sehr, sehr, sehr viel Zeit. Who do you love and what are you doing about it? Ja gut, wen ich liebe. Domi natürlich, logisch. Und natürlich meine Eltern, einfach weil sie halt immer da sind für mich. Und ja, was mache ich dafür? Klar, mit Domi versuche ich natürlich einfach halt das Leben so zu leben und halt einfach auch Sachen, die ich bekomme, wieder zurückzugeben. Einfach mal einen Zettel hinhängen, was Schönes kochen, mal überraschen, wenn er heimkommt, irgendwie einfach das rüberzubringen. Und meine Eltern natürlich, die besuche ich regelmäßig, die wohnen ja leider ein bisschen weiter weg. Die besuche ich einfach regelmäßig, schreibe viel, rufe viel an und versuche einfach den Kontakt zu halten. Und wenn die was brauchen, natürlich irgendwie halt zu helfen und ja, da zu sein. What's a belief that you hold with which many people disagree? Ich glaube daran, dass es nicht cool ist, alt zu werden. Also wenn es nach mir geht, dann würde ich gerne bitte mein Leben sehr schön leben und dann in Rente gehen, noch 1, 2 geile Jahre haben und dann richtig schön einfach von heute auf morgen abkratzen. Ja, also ich will nicht alt werden. Und die meisten Menschen, die ich kenne, eigentlich nahezu fast jeder, tut dann nicht mit übereinstimmen mit mir. Und ja, das ist, glaube ich, das, wo die meisten eine andere Meinung haben wie ich. What can you do today that you were not capable of a year ago? Was kann ich machen, was ich vor einem Jahr noch nicht konnte? Ich würde sagen, ja, beruflich gesehen würde ich jetzt einfach mal sagen. Ansonsten habe ich mich jetzt nicht so krass weiterentwickelt eigentlich. Ich bin halt, wie ich bin, gefühlt so. Also in einem Jahr war ich jetzt nicht so unterschiedlich. Ja, irgendwie mehr Leute ignorieren, die scheiße sind. Weil halt in meinem Beruf gibt es eine Menge Leute, wo ich mir jedes Mal denke, so Alter, ich hau dir gleich eine rein, ne? Wenn du dein Maul nicht hältst, weil die sich einfach so behindert anstellen, ja, und so eine behinderte Gosch haben, wo ich mir echt denke, so Alter, also, ja, Kunde ist König, aber also, alle so lernen kannst du dir auch nicht. Und das dann einfach zu schlucken und zu denken, auf gut Deutsch gesagt, fick dich, mir ist es scheißegal, ja. Das habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen gelernt, weil, ja, in meinem Beruf muss man freundlich bleiben und sein. Do you think crying is a sign of weakness or strength? Also weinen ist auf gar keinen Fall Schwäche, finde ich. Ich mache es selber nicht gern, vor allem nicht vor anderen. Also damit hatte ich ganz lange wirklich Probleme. Ich mache es heute immer noch gern, es ist mir immer noch peinlich, obwohl ich es eigentlich finde, dass es nicht sein sollte. Also, ich würde definitiv sagen, vielleicht nicht unbedingt Stärke, aber auch definitiv nicht Schwäche. Aber man kann es auf jeden Fall machen und ist überhaupt nicht schlimm. Egal ob jetzt Männer oder Frauen ist, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und dass es unangenehm ist, kann ich aber total verstehen. Also ich würde sagen so mitteldrin, so neutral irgendwie, menschlich einfach. What would you do differently if you knew nobody would judge you? Boah, was würde ich dann anders machen, gell? Wenn mich niemand beurteilt oder verurteilt, dann würde ich jedem genau ins Gesicht sagen, was ich denke von dem, weil es ganz oft Sachen sind, wo ich halt nicht sagen kann oder sollte, weil es einfach oft nicht so nett ist. Und da würde ich einfach knallhart ehrlich sein, was man oft halt leider nicht sein kann. Do you celebrate the things you do have? Das klingt komisch, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber steht da so. Ja gut, feiern jetzt nicht unbedingt. Ich feiere jetzt nicht, dass ich hier ein Kaktusregal habe und Lichter, die mich anstrahlen und ich in Schulen, wo ich sitzen kann. Nein, also so jetzt nicht. Ich bin natürlich dankbar einfach für die Sachen, die ich habe, logisch. Aber ist es nicht so, dass ich das ultra feiere oder so, weil ja, sie sind halt da und klar, schön, aber ist halt so, ne? Also ich glaube, dass ich da einfach nicht so den Bezug zu habe. What is the difference between living and existing? Das ist ganz klar, jeder Mensch existiert, aber nicht jeder Mensch lebt. Ganz wenig Menschen leben. Ich würde mich auch nur bis zu einem gewissen Teil sagen, dass ich lebe. Also ich würde auch bis zu einem ganz großen Teil, tue ich auch nur existieren und funktionieren.
Aber das ist halt dummerweise in der Gesellschaft einfach so verlangt und es ist schwierig zu leben. Aber ja, das ist der Unterschied. Ich würde sagen, der Unterschied zwischen Existieren und Leben ist so dieser Punkt, der dich glücklich macht. Und das zu tun, was du willst, nicht das, was du musst. If not now, then when? Ja gut, das kann man sich immer fragen. Wenn man es nicht jetzt macht, dann macht man es dann. Weil wie sagt man so schön, aus morgen wird gerne niemals. Und ich bin selber ein Mensch, der gerne Dinge aufschiebt. Und ich kann da nur definitiv sagen, lieber jetzt als gar nicht. Have you done anything lately worth remembering? Habe ich irgendwas getan, letztens, wo ich mich schlecht erinnern kann? Ich würde sagen, ich bin so ein Mensch, ich kann mich nie mal ans Frühstück erinnern. Ich habe keine Ahnung, ob ich Ihre Frage richtig verstehe. Ich werde das auch nicht googeln, das ist mir zu blöd. Ich hoffe aber, ich verstehe es richtig. Nö, also ich bin ganz oft so, dass ich mich nie mal ans Frühstück erinnern kann und vergesse einfach solche unwichtigen Dinge sehr, sehr schnell. Also ich würde mal sagen, zum Beispiel, was ich gestern zum Frühstück gehabt habe oder so. Keine Ahnung mehr. What does your joy look like today? Ja, wie sieht mein Spaß oder mein Genießen heute aus? Heute als Tag, today, ganz klar, dass ich frei habe und hier mein Video machen kann und chillen kann und mein Leben genießen kann und ausschlafen konnte und so. Today in Form von momentan, ja, dass ich einfach hier wohnen kann, dass ich in einer schönen Gegend wohne, dass ich meinen Job habe und das irgendwo auch gebacken kriege alles, dass ich mit dem Dommi hier einfach die Zeit zusammen verbringen kann und so. Also einfach, dass das Leben momentan viele Dinge gebracht hat, die halt echt so total in Ordnung sind. Is it possible to lie without saying a word? Ja, natürlich, klar, logisch. Mimik, Gestik, etwas nicht zu sagen, das man sagen möchte gerne. Es ist alles Lügen. Also jeder Mensch lügt den lieben langen Tag eigentlich sehr, sehr oft, würde ich mal behaupten. If you had a friend who spoke to you in the same way that you sometimes speak to yourself, how long would you allow this person to be your friend? Ach du Scheiße, nicht lang, weil ich glaube, also so kritisch und wie ich mich manchmal selber überdenke, wenn das jemand anders, glaube ich, zu mir aussprechen würde, wäre es natürlich richtig, aber ich glaube, in dem Moment wäre ich schon beleidigt, so ein bisschen, ganz klar, also ich würde versuchen, dass die Person oder die Person sehr lange mein Freund wäre, aber ich würde es wahrscheinlich nicht lange schaffen. Zumal Freund bei mir, Freundschaft ist bei mir eh so ein Thema, dass ich jemanden als Freund bezeichne, muss sehr, sehr viel kommen. Oder als Freundin, damit ich da wirklich sage, hey, das passt und nicht einfach nur eine Bekanntschaft. Which activities make you lose track of time? Oh Gott. Auf jeden Fall Videos schneiden, puzzeln, weil da ist auch der Abend ganz schnell rum, YouTube gucken, Serien gucken. Lauter solche Dinge, die einfach so ablenken, sag ich mal. Also da verliere ich auf jeden Fall das Zeitgefühl. If you had to teach something, what would you teach? Ja, ich wäre gern Kindertrainer im Karate, keine Ahnung. Nein, also entweder sowas wie eine Wandergruppe für Übergewichtige, das fände ich mega geil. Oder einfach so eine Selbsthilfegruppe, wenn du Probleme mit dir selber hast. Sowas würde ich, glaube ich, schon gerne leiten, weil damit kann ich halt sehr viel helfen, glaube ich. Ja, ich glaube irgendwie sowas, wenn ich was machen müsste. What would you regret not fully doing, being or having in your life? Wenn ich, glaube ich, nicht die ganzen Stadien im Leben in Form von, egal ob lang oder kurz jetzt, ausleben würde. Also zum Beispiel einfach arbeiten, vielleicht später mal Familie gründen oder so. Ich glaube, das ist schon was, das ich dann irgendwann bereuen würde, wenn ich das nicht gemacht hätte. Are you holding on to something that you need to let go of? Oh ja, definitiv. Meine schlechten Gewohnheiten vom Essen, von der Bewegung, diese ganzen Dinge will ich definitiv nicht loswerden oder will ich nicht loslassen, obwohl ich sie gerne loswerden würde. Und ja, also da steht es auf jeden Fall auf Platz 1. When you are 80 years old, what will matter to you the most? Falls ich wirklich 80 werde und ich kann gerne 80 werden, wenn ich noch komplett gesund bin und mich nicht selber versorgen muss in irgendeiner Art und Weise. Ansonsten hoffe ich, dass ich definitiv nicht 80 werde. Hoffe ich, dass meine Familie mir am meisten bedeutet und vielleicht Kinder, die mich besuchen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Einfach irgendwie Leute, die da sind halt. When is it time to stop calculating risk and rewards and just do what you know is right? Ich glaube, dass das ganz, ganz krass ist in der Beziehung, also zwischenmenschliche Dinge. Da muss man, glaube ich, ganz oft einfach auf den Bauch hören und nicht das, was halt vernünftig wäre, weil sonst kommt man, glaube ich, zu nichts. Also ich und Domi, wir hätten uns wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn wir da immer nur auf die Vernunft gehört hätten. Oder wenn wir halt immer nur,
ja, vernünftig gewesen wären, würden wir hier definitiv nicht so sitzen, wie wir heute hier so sind. How old would you be if you didn't know how old you are? Boah, wie alt würde ich sein, wenn ich nicht weiß, wie alt ich bin? Ich glaube, dass es schon soweit passt. Irgendwie fühle ich mich in der Entwicklung nicht wie 24, definitiv nicht. Ich würde vielleicht sagen so 22 oder so. Vom Gefühl her, weiß nicht. Sowas würde ich sagen. Would you break the law to save a loved one? Kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Solange ich jemanden retten kann vom Tod oder sonst irgendwas, ohne jetzt eine andere Person als Mensch irgendwie zu schädigen oder sowas, in einem Maß, das nicht vermeidbar ist, sag ich mal. Klar, auf jeden Fall, definitiv. What makes you smile? Mich bringt zum Lächeln eine Menge Dinge. Zum einen die kleinen Sachen, die Domi immer wieder macht, wenn er irgendein komisches, krummes Herzchen irgendwo drauf macht. Letztens hat er erstaunlicherweise eine Lasagne gemacht, weil ich liebe Lasagne. Und er hat einfach eine Lasagne gemacht und er kann eigentlich jetzt, ich sage immer schon, dass er kochen kann, aber natürlich ist er jetzt kein Profikoch oder sowas. Also ich kann schon mehr, was Kochen angeht, logischerweise. Aber er versucht's und das sind so die Kleinigkeiten, wo ich echt mega halt süß finde. Und einfach auch, wenn jemand anders mich anlächelt auf der Straße oder so schon, dann lächle ich zurück. Und klar, solche Dinge einfach, so die Kleinigkeiten im Leben, würde ich mal sagen, irgendwie auch. When it's all said and done, will you have said more than you've done? Boah, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich nichts zu sagen habe, das ich nicht durch Taten sagen kann, weil Taten sprechen mehr wie Worte. Aber ich befürchte schon. If you had the opportunity to get a message across to a large group of people, what would your message be? Ich glaube, dass meine Message auf jeden Fall sein würde, lass die Menschen so sein, wie sie sind, egal wie komisch und unnormal sie sind. Und solange deine Freiheit nicht eingeschränkt wird, lass die anderen so sein und lass sie ihre Freiheit haben und lebe einfach dein Leben und lass die anderen in Ruhe. If the average human lifespan was 40 years, how would you live your life differently? Ich würde definitiv mit Entscheidungen nicht so lange rausdrücken und nicht so lange warten, sondern viel mehr spontan machen. Aber ich glaube, dass ich auch viel mehr Zeitdruck hätte, den ich jetzt sowieso schon habe. Und ja, also cool fände ich es nicht, wenn es prinzipiell nur 40 Jahre wären. So, wenn ich es mir aussuchen könnte, so 60, 65, das wäre ganz cool. Oder 70 von mir aus, wenn ich gesund bin. Aber ja, 40 finde ich doch ein bisschen wenig. Ja, das war's mit den Fragen für Januar. Im Februar geht es natürlich weiter mit 28 Fragen und dann im März wieder mit 31 und so weiter und so fort. Ich werde das Video einem Hustandfall hochladen. Nein, ich werde das Video hochladen immer irgendwann in dem Monat, wann es gerade passt einfach. Und ich hoffe natürlich, dass es für euch interessant ist und würde natürlich gerne mal hören, vielleicht die eine oder andere Frage, die euch mega interessiert. Eure Meinung oder Antwort dazu. Und die dürft ihr mir gerne natürlich unten reinschreiben. Oder ansonsten einfach auch natürlich, wenn ihr das Video scheiße findet, sagt es mir auch gerne. Ich bin da offen für, das wisst ihr. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und dann geht es mit dieser Serie weiter im Februar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!